Hallo Freunde, hier ist Just a Kid from Germany und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal mit einem Projekt, das ich so auch noch nicht gemacht habe, und zwar vereint dieses Video eine Rangliste auf der einen Seite mit Predictions und Vorhersagen auf der anderen. Es geht darum, wer die besten 10 Spieler der NBA im Jahr 2025 sein werden, also in 5 Jahren. Einige Spieler werden nicht mehr dabei sein, wie LeBron zum Beispiel, andere sind jetzt schon ganz oben, so wie Giannis, und andere sind momentan gerade erst am Anfang ihrer Karriere, wie Zion unter anderem. Das Ziel ist, in 5 Jahren, wenn es diesen Kanal hier hoffentlich noch geben wird, auf dieses Video zurückzuschauen und zu gucken, wo man recht hatte und wo man zum Beispiel daneben lag. Den Anfang macht Ja Morant. Ich habe euch die Analyse zu seiner offensiven Dominanz als Rookie mal oben rechts angezeigt. Und genau da haben wir auch schon den ausschlaggebenden Punkt. Die Art und Weise, wie er in seinen ersten 60 NBA-Spielen offensiv gespielt hat, ist absolut beeindruckend. Glaubt ihr mir nicht, gerne den Breakdown schauen. Er kontrolliert jeden Aspekt der Grizzlies Offense, kreiert Würfe für seine Mitspieler, macht diese besser und harmoniert mit seinen Kollegen. Morant macht Spaß, er sucht gefühlt in jedem Spiel seine Grenzen, will rausfinden, wie weit er gehen kann und was er noch alles kann. Seine Mischung aus purer Athletik und geisteskranker Explosivität, gleichzeitig aber auch gepaart mit Basketball-IQ, Kreativität und extrem sauberer und ausgereifter Technik. Andere Spieler werden mit Morant spielen wollen, mit dann 25 ist er womöglich in seiner athletischen Prime, vielleicht und hoffentlich entwickelt sich der Dreier so weiter. 37% bisher bei zwar geringem, aber nicht super geringem Volumen machen Hoffnung. Defensiv bleiben Fragezeichen und diese Fragezeichen sind auch der Grund, warum es für ihn in dieser Liste auch nicht höher geht. Auf dem 9. Platz steht Bam Adebayo. Ein genauer Breakdown zu ihm kam vor ein paar Wochen. Bam ist einer der Rising Stars der NBA. In 5 Jahren ist er 27 Jahre alt, womöglich gerade mitten in seiner Prime. Bam ist jetzt bereits einer der besten Verteidiger der NBA und das obwohl er gerade mal in seiner 3. Saison spielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich innerhalb der nächsten Jahre in den engeren Favoritenkreis für den Defensive Player of the Year spielen wird, vielleicht sogar mal einen gewinnt. Sein Playmaking macht ihn so extrem wertvoll am offensiven Ende, die Fähigkeit als 6'9 Center Offense für sich und vor allem die Kollegen zu initiieren und kreieren ist seine große Stärke. Ich bin optimistisch, dass er die Lücken in seinem Game etwas schließen kann, er zeigte bisher schon ganz vorsichtige Ansätze eines Mitteldistanzwurfes und entwickelt er sich auch nur zu einem durchschnittlichen Catch-and-Shoot-Dreierschützen mit etwas Gravity, macht ihn das noch wertvoller für sein Team. Warum habe ich Bam so hoch? Weil es nicht viele Two-Way-Player seiner Größe gibt, die auf diesem Level als Playmaker funktionieren. Der dritte Spieler in diesem dritten Tier ist Anthony Davis, einer von 4 Spielern, die ich ebenfalls momentan in meiner 2020er Top 10 habe. AD wird 32 sein, der älteste Spieler in dieser Liste. Nur mal der Vergleich zu ein paar der aktuellen Stars: Curry ist 32, KD ist bald 32 und auch Harden wird in nicht allzu langer Zeit 31. Es ist also nicht unmöglich, dass ein Spieler in diesem Alter noch auf einem sehr hohen Level spielen wird. AD ist momentan auf Platz 6 in meiner 2020er Liste und ich denke, er kann noch eine ganze Weile auf diesem Level spielen. Seine Skills sollten sehr gut altern, weil er nicht ausschließlich von seiner Athletik lebt. AD ist ein physisches Monster mit Guard Skills, die ihm bis ins fortgeschrittene Alter helfen werden, ein elitärer Spieler zu bleiben. Auch wenn er seinen Status als Top 3 oder Top 5 Defender womöglich verlieren wird, sollte er auch mit 32 noch zur absoluten Elite gehören. Und ich gehe davon aus, dass er die nächsten Jahre noch mit einem LeBron zusammenspielen wird, der sich langsam aber sicher in Richtung Karriereende bewegt, vielleicht sogar schon retired ist. Die Lakers werden mit den beiden in den nächsten Jahren immer um den Titel mitspielen und sollten sie Erfolg haben, hilft es auch ADs Position in so einer Spielerrangliste. Damit schließen wir das dritte Tier, kommen wir zum zweiten mit Karl Anthony Towns auf dem 7. Rang. Towns wird 29 sein, hoffentlich gerade mitten in seiner Prime. Der Center ist jetzt schon der mit Abstand beste Scorer unter allen Big Men der Liga und ich gehe davon aus, dass er das auch noch 2025 sein wird. Cat ist in diesem Jahr nicht in meiner Top 10 gewesen, vorrangig aus 2 Gründen. Seine Defense und der fehlende Erfolg bzw. Leistung in den Playoffs. Ich denke, dass diese beiden Faktoren in 5 Jahren mehr oder weniger wegfallen. Towns zeigte in dieser Saison einige Fortschritte am defensiven Ende und ich bin relativ optimistisch, dass er sich dort langfristig verbessern kann, die Tools sind auf jeden Fall da.
Und vielleicht spielt er ja auch irgendwann mal in einem Team, in dem er nicht ganz alleine für die Offense zuständig ist. Direkt vor ihm habe ich Nikola Jokic, Stand 30, platziert auf dem 6. Rang. Bei Jokic glaube ich gar nicht mal, dass sich seine Offense in den nächsten 5 Jahren so dermaßen verändert. Pass First, der beste Passing-Big der NBA-Geschichte, das ist er jetzt schon. Sein Game beruht überhaupt nicht auf Athletik und Explosivität, von daher halte ich es auch für überhaupt kein Problem, dass er dann schon 30 sein wird. Jokic fehlt momentan noch, dass wir ihn auf der ganz großen Bühne noch keine konstant starken Leistungen haben abliefern sehen und das wird sich, da bin ich mir sicher, in den nächsten 5 Jahren ändern. Auf dem 5. Rang, wahrscheinlich etwas kontrovers, habe ich Trae Young. Mit 27 ist er vielleicht gerade am Anfang seiner Prime. Wenn man überlegt, dass er mit 21 schon knapp 30 Punkte und 9 Assists pro Spiel auflegt und das, obwohl er sich noch in so vielen Bereichen verbessern kann und auch seine Effizienz ausbaufähig ist. Ich garantiere euch, andere gute Spieler werden mit Trae Young spielen wollen, da er selbstlos spielt, einen riesigen IQ hat, seine Mitspieler besser macht und eine enorme Shooting Gravity hat. Er kann eine ganze Offense dirigieren, ist ein besserer Shooter, Ballhändler und Playmaker als beispielsweise Morant. Ich sehe da offensiv überhaupt kein Limit für ihn, erst recht nicht, wenn er sich in Bereichen wie Finishing am Korb oder Off-Ball-Movement verbessert. Der Grund, warum er nicht höher ist seine Defense. Young ist momentan einer der absolut schlechtesten Defender der Liga und wohl auch der schwächste in dieser Liste. Der beste Spieler in diesem Tier ist Jason Tatum, dann 27, mitten in seiner Prime, auf dem 4. Rang. Athletische Two-Way-Wings, die ihren eigenen Wurf kreieren können, sind in der modernen NBA unfassbar wertvoll. Tatum zeigt in diesem Jahr, wie viel Potenzial er als Scorer hat, deutet außerdem schon seit längerem an, dass ein starker Wing-Defender in ihm schlummert. Eine detaillierte Analyse zu ihm kam im März, schaut gerne mal rein, wenn ihr wissen wollt, was den Forward so gut macht. In Boston hat er außerdem die Gelegenheit, über Jahre hinweg in den Playoffs mitzuspielen. Die 3 Spiele am ersten Tier dürften dann wohl klar sein, es handelt sich um Luka Doncic, Zion Williamson und Giannis Antetokounmpo. Zion ist mit 24 dann der jüngste, Luka ist 26 und Giannis ist 30. Auf dem 3. Rang steht Zion Williamson. Zu ihm alleine kam bisher noch keine Analyse, seitdem er in der NBA ist. Ein paar Videos gibt es aber schon zu ihm, ich habe euch die Zion-Playlist mal verlinkt. Schon als Rookie spielt der heute 19-Jährige unglaublich gut, ist jetzt schon stärker und kräftiger als so gut wie jeder seiner Gegenspieler. Die Kraft, Explosivität und Athletik wird mit 24, glaube ich, noch ausgeprägter sein. Zion lässt sich momentan so schwer einordnen, weil wir auf dem NBA-Level bisher so wenig von ihm gesehen haben. Er legte in diesen wenigen Spielen ultra starke Werte auf, nicht nur vom Volumen her, sondern auch von der Effizienz, die nur erahnen lassen können, wie gut Zion Williamson wirklich ist. Der Grund, warum er hinter Luka und Giannis ist, dass er am Ball und mit dem Ball weniger kann als die beiden. Kommen wir zum 2. Platz, ich habe mich für Giannis entschieden. Der Grieche könnte locker der beste Spieler der Welt sein in 5 Jahren, für einige ist er es jetzt schon. Er könnte locker der beste Defender der Liga sein, für einige ist er es jetzt schon. Er könnte NBA-Champion sein, in einigen Monaten ist er es vielleicht. Viel hängt davon ab, wie gut sich sein Wurf entwickelt und ob Defenses sein Dreier irgendwann mal respektieren müssen. Es gibt kein wirkliches Argument gegen Giannis auf der 1, ich argumentiere hier gegen niemanden, der Giannis vor Luka hat. Der Grieche ist sehr angewiesen auf seine Athletik und Physis, die werden, wenn er 30 ist, wahrscheinlich nachgelassen haben, aber immer noch auf einem absurd hohen Level sein. Wie gut sein Game aber altert, hängt davon ab, wie gut er als Werfer, Post-Up-Player und Playmaker wird. Auf dem 1. Rang habe ich Luka Doncic, ich glaube, dass er im Jahr 2025 der beste Spieler der Welt sein wird. Mit 26 kommt er dann vielleicht langsam in seine Prime, das wird aber denke ich gar nicht so einen großen Unterschied machen, da er jetzt schon offensiv relativ fertig für sein Alter ist oder zumindest sein sollte. Denn genau das hört man schon seit mehreren Jahren und trotzdem ist er einer der Top-Favoriten auf den MIP-Titel, da er sich vom All-Star zum Superstar und Top-10-Player entwickelt hat. Alleine wie er sich in den letzten Monaten von einem unterdurchschnittlichen Driver und Finisher zu einem der ligaweit besten entwickelt hat, ist der absolute Wahnsinn, die Analyse dazu wie gewohnt oben rechts verlinkt. Lange galt er als nicht athletisch, stellt sich raus, dass er es doch ist, auf eine unkonventionelle Art, aber dennoch athletisch. Luka dirigiert Offenses wie kaum ein zweiter, hat mit 21 das Pick-and-Roll mehr als verstanden, kann sich wann immer er will seinen eigenen Wurf kreieren und macht das alles so unfassbar abgebrüht.
Fragezeichen bezüglich seiner Defense bleiben bestehen, weswegen ich auch gut verstehen kann, wenn jemand hier gegen Luka als den besten Spieler 2025 argumentieren möchte. Also, wir schauen uns dieses Video in 5 Jahren noch einmal an, hoffentlich seid ihr dann alle noch dabei. Zu vielen der genannten Spieler und Sachverhalte gibt es extra Breakdowns, die gerne anschauen, viele der dort analysierten Sachverhalte dienen hier als Grundlage für meine Argumente. Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare, das würde mich echt mal interessieren. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.